Hast du Pflanzenmilch schon mal selber gemacht? Ich mache das tatsächlich sehr häufig und dieses Gerät, was ich jetzt hier von Milky habe, soll das Ganze vereinfachen. Also da bin ich schon mal sehr gespannt. Von den Bildern her wirkt es schon mal sehr einfach, aber das teste ich natürlich einmal aus. Dafür packen wir das Ganze jetzt mal hier aus dem Karton. So. Hier noch die zweite Hand. Es ist ein bisschen schwierig mit der Perspektive hier mit der Kamera, aber bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Also, was haben wir denn hier erst einmal drinne? Als allererstes, na, genau, so. Sieht schon mal gut verpackt aus. Hier ist so eine Abdeckung. Hier ist das Kabel. Das kommt mir schon mal entgegen und irgendein Griff. Damit kann ich jetzt gerade noch nichts anfangen. Und hier ist das Gerät. Es sieht aus wie ein Wasserkocher und es soll vom Handling her super einfach sein. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung mit dabei, also ein bisschen Papierkram natürlich. Und bisher ist das so, dass ich meine Hafermilch, die ich auch gerne zum Backen verwende, immer so mache, dass ich die in meinem Smoothie Maker mache. Dann muss ich das durchsieben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob dieses Gerät das Ganze ein bisschen für mich vereinfacht. So, und hier ist noch ein zweiter Karton mit dabei gewesen. Das sind die Flaschen. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass ich am Anfang gedacht habe, das sind so billig Plastikflaschen, ganz ehrlich. Und als die dann aber ankamen, hier auch in dieser Verpackung, habe ich das dann gleich auch vom Gewicht her gemerkt. Hochwertiges Glas und darüber freue ich mich natürlich total, denn die mich schon länger kennen, wissen, dass ich mit Plastik gar nichts anfangen kann. Also ich habe den größten Teil verbannt, bis auf für meine Trockensauerteige. Das ist richtig schönes Glas und die machen echt was her. So, hier noch eine zweite. Zack. Auch Glas, genauso hier. Und hier noch so ein Verschluss. Der ist natürlich jetzt aus Plastik, aber damit kann ich leben. So, also wir haben hier so ein Benutzerhandbuch. Da steht natürlich einiges drinne auf verschiedensten Sprachen, aber auch auf Deutsch. Wo haben wir das denn hier? Also, was macht man zuerst? Natürlich muss man das Gerät reinigen und das ohne Netzstecker. Das mache ich natürlich auch ohne, dass ich das jetzt zeige, bevor wir dann austesten, ob das dann tatsächlich so funktioniert. Bisher sieht es ganz einfach aus. Da ist oben so ein Messer, darunter ein Sieb. Das Ganze kommt in das Gerät, Strom an. Ja, damit kann ich schon mal leben. Gucken wir mal aber, wie es dann in Realität ist. So, bisher gefällt mir das tatsächlich ganz gut. Ja, dann legen wir mal direkt los. Also, hier ist, ach so, noch eine Kleinigkeit. Hier ist auch noch mal was. So, und ich verlinke euch mal die Homepage von Milky unten unter dem Video und den Instagram-Account. Die haben ganz viele tolle Pflanzenmilchrezepte und was ihr mit dem Trester machen könnt. Aber dazu gibt es bei mir natürlich auch noch mal was. So, da innen drinne ist jetzt hier noch so ein kleinerer Becher. Der ist super, wenn ihr so eine sahnigere Pflanzenmilch haben möchtet. Ihr könnt es aber auch ohne den Plastikeinsatz hier verwenden. So, den gebe ich jetzt noch mal kurz zurück. Das ist hier das Gerät und da ist das Sieb dran mit dem Messer. Einfach durch einen Drehverschluss. Also das ist ein bisschen Übung, bis man das dann weiß. Ich habe dann alles gereinigt und dachte, okay, ich starte jetzt erst einmal, denn zum Backen verwende ich tatsächlich gerne Hafermilch statt Kuhmilch. 'Ne Zeit lang war es tatsächlich der Preis, aber zum anderen merke ich auch, dass ich Kuhmilch gar nicht mehr so vertrage. Und ihr könnt dann entweder nur Haferflocken reingeben oder wenn ihr sie auch zum Trinken verwenden möchtet, gebt noch mal eben so 2 bis 4 Datteln hinzu, noch eine Prise Salz und auch noch mal Pflanzenöl. Ich erkläre euch aber nachher noch mal einen ganz tollen Trick, den ihr bei Pflanzenmilch berücksichtigen sollte. Kommt aber noch mal später. So, dann wird das Ganze hier einmal zugeschraubt. Dann kommt, ich habe jetzt einfach den Plastikbehälter drinne gelassen, das geht auch ohne, eben die Flasche mit Wasser hinein. Ihr könnt auch die doppelte Menge machen, dann habt ihr das gleich für beide Flaschen. Das passt aber, glaube ich, nicht in den Plastikbehälter, den würde ich rausnehmen.
kurz auf Mode drücken und dann auf Start und dann wirbelt das Messer dreimal, also in so Intervallen hinzu, schaltet sich dann automatisch aus und ihr könnt dann hier das, was übrig bleibt, einfach zur Seite stellen und habt jetzt schon mal hier die fertige Milch. Die könnt ihr einfach hier rausheben. Das Tolle ist, wenn ihr das Plastikgefäß benutzt, bleibt das Metallgefäß sauber und da ist der Griff. Den könnt ihr da einfach dran machen. Dann könnt ihr ganz einfach die Pflanzenmilch einmal in die Gläser, die habe ich jetzt frisch ausgespült, einmal geben. So. Und dann erzähle ich euch gleich nochmal was. Ich habe natürlich auch nochmal ein bisschen mehr getestet. Ihr kennt das ja bei mir. Ich versuche euch immer ein bisschen mehr zu liefern als das, was ihr sonst irgendwo bekommt. Und falls dir das gefällt, abonniere gerne meinen Kanal kostenfrei und gib mir einen Daumen hoch und teile das Video, damit auch andere sehen, wie einfach und lecker man Sachen zu Hause machen kann. So, ihr könnt jetzt diesen flüssigen Tresterrest nehmen und das direkt ins Müsli geben oder damit was Leckeres backen. Ihr könnt es in den Brotteig geben oder Pfannkuchen draus backen, ohne dass ihr was machen müsst. Ihr könnt aber auch nochmal die Restflüssigkeit mit einem Löffel rausgeben. Dann habt ihr ein bisschen mehr Pflanzenmilch. Ich habe das jetzt im Groben so gelassen, gebe das hier in so einen Extrabehälter und verbacke das einfach, dass ich das als Flüssigkeit mit austausche. Das heißt, zum Beispiel statt Wasser nehme ich dann einfach den Tresterrest und so habt ihr keine Reste zum Wegwerfen. Deckel drauf und dann ab in den Kühlschrank. Es kann sein, dass sich der Satz mal eben ein bisschen absetzt, dann eben kurz durchschütteln. Und das ist jetzt mein Extra. Denn Pflanzenmilch ist total super. Aber was ist, wenn ich meinen morgendlichen Orangensaft haben möchte für mich und meine Familie? Dann habe ich jetzt hier einfach Orangen geschält. So, zack, auch hier nochmal mit dem Verschluss. Ich muss dann noch so ein bisschen üben. Und dann die Tresterreste. Da habe ich was ganz Tolles geplant. Und zwar sind die richtig schön fein. Guckt mal, wie schön die sind von dem O-Saft. Ich habe so circa 6, 7 Orangen insgesamt ausgepresst. Und daraus werde ich dann ein schönes Orangencurd machen und das werde ich wieder in ein leckeres Gebäck packen. Das heißt, ich nutze tatsächlich die Tresterreste optimal. Da wird nichts weggeschmissen. Das klappt richtig gut und deswegen habe ich die Schale auch weggelassen, weil das ja sonst zu bitter wird. Und schon habt ihr hier, guckt euch die Farbe an, so einen schönen goldgelben, frisch gepressten Orangensaft, ohne ein Extragerät nochmal extra zu benutzen. Ihr habt ja meistens sonst an den Küchenmaschinen das dran, das geht da natürlich auch, aber das finde ich jetzt optimal, weil das kaum Platz wegnimmt, das ist wie so ein Wasserkocher. Und wer möchte, kann jetzt hier noch einen Teelöffel Honig oder Sirup mit hineingeben. Meine Mutter machte das immer und deswegen, ne, was man so gelernt hat, das überträgt man natürlich. Und dann gab es den bei uns an einem Sonntagmorgen schön zum Frühstück. Der war dann auch ganz schnell weg, also der hat den Abend nicht mehr gesehen, weil es einfach so lecker ist. Und natürlich könnt ihr die Säfte auch ändern. Das heißt, es muss nicht nur Orange sein. Spielt und experimentiert da ein bisschen mit rum. Und ich bin schon mal auf eure Kreationen gespannt, welche Pflanzenmilch ihr gerne mögt und welchen Saft ihr damit macht. In diesen Videos sehen wir uns wieder und ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße, eure Emma.